Hallo meine Lieben, wir starten heute mit unserem Legoland Ninja Haul. Warum der Ninja Haul? Weil sehr viele gefragt haben, woher wir diese Stirnbänder haben. Wir haben übrigens noch ein zweites, weil Christoph ja auch eins hat. Die kriegt ihr, wenn ihr im Legoland eine Minifigur trefft und manchmal wird dann was ausgeteilt. Richtig, ja. Wir haben die Ninja-Meisterin getroffen und haben deswegen diese coolen Stirnbänder bekommen. Genau. Danke nochmal. Ja, wir waren im Legoland, wie ihr vielleicht mitbekommen habt, und da gehen wir natürlich nicht mit leeren Händen nach Hause. Einerseits haben wir jede Menge Erfahrungen und tolle Erlebnisse dort gehabt, die wir natürlich mit nach Hause genommen haben, aber so der ein oder andere Legostein hat es auch bis zu uns hier in die Wohnung geschafft, und da möchten wir euch heute einen kleinen Einblick geben, was da alles so mitgekommen ist. Ich weiß nicht, Rita, möchten Sie gerne mit der Fabrik oder mit den Sets starten? Ich glaube mit den Sets. Ja, wir machen das heute auch ein bisschen mehr mit Schnitten, damit das für euch und auch für uns ein bisschen angenehmer zum Anschauen ist. Bei den Sets, glaube ich, brauchen wir das nicht. Wir haben dort gut eingekauft, und da muss ich gleich mal sagen, das war eigentlich ein großer Spontankauf. Ich wollte in der im großen City-Geschäft eigentlich gar nicht so viel mitnehmen. Auf einmal kommt Rita mit dieser Achterbahn hier um die Kurve. Ihr kennt sie, man liebt sie oder man hasst sie. Wir haben gesagt, wir möchten uns selbst davon ein Bild machen. Ich wollte gerade sagen, das System auf jeden Fall mega cool. Wir haben die alte Achterbahn geliebt oder lieben sie noch immer. Ja. Und ist auf jeden Fall ein Set auf unserer Liste. Und wir haben uns jetzt die Jahreskarte verlängern lassen, haben deswegen wieder neue Gutscheine bekommen. Und da haben wir natürlich gesagt, da muss schon ein schönes Set her. Jetzt ist hier die Achterbahn Doppellooping, die Setnummer, weiß ich jetzt gerade nicht, oh, ihr könnt sie wahrscheinlich sehen. 10 irgendwas, 10303. Ja. Ein Riesenteil, kostet natürlich 400 €. Wir werden die für euch mal aufbauen und dann anschauen. Ja. Ich habe mir gedacht, wir brauchen die einfach. Wir sind Achterbahn-Fans und wir brauchen Achterbahn. Ja, also ich bin begeistert. Mir gefällt sie jetzt auf den zweiten Blick eigentlich auch sehr gut. Ja. Dann habt ihr vielleicht schon gesehen, wenn ihr das Wohnmobil-Video mitverfolgt habt, wir haben noch ein zweites großes Set gekauft, und zwar die Ritterburg. Oh ja. Auf die bin ich schon sehr gespannt beim Aufbauen. Sie sieht sehr interessant aus, allein vom, ja, so was man hier sieht, hier mit den Dachteilen, die eigentlich, glaube ich, bei uns nur Wurzeln waren bisher, beziehungsweise bei der Hedwig die Füße und Krallen. Also ich bin sehr gespannt auf dieses Set. Und auch gespannt, wo es hinkommt. Ja, das wollte ich gerade sagen. Und ich bin gespannt, ob das hier das Set des Jahres 2022 von mir wird. Es hat auf jeden Fall Potenzial dazu. Megamäßig viele Minifiguren, tolle Teile. Ja. Also das Set ist echt der Wahnsinn. Das habe ich mir gekauft mit meinem 25% auf ein Produkt eurer Wahl Gutschein oder meiner Wahl, und Rita hat ihre Wahl auf die Achterbahn fallen lassen. Ja. Was natürlich auch toll ist. Das heißt, 2 riesengroße Sets. Jetzt geht es ein bisschen schmalspuriger weiter. Aber wir haben, oder besser gesagt, Rita hat diesen kleinen Lego-Store gekauft. Den gibt es jetzt auch neu. 40574. Finde ich sehr, sehr cool. Den habe ich schon irgendwann mal gesehen, denn irgendwann war ja schon mal das Gerücht, dass das irgendwie dazu gibt, wenn man irgendwas online bestellt bei Lego, war dann nicht so. Und da habe ich mich sehr drüber geärgert, weil ich mir gedacht habe, eigentlich hätte ich den Laden gerne gehabt, und jetzt haben wir wieder mal einen Lego-Store für unsere Stadt. Richtig, Lego-Stores haben wir schon einige, aber wir haben nichts gegen Lego-Stores, deswegen kaufen wir den, und der hat mir auch ganz gut gefallen, weil er wieder ein bisschen größer ist als die letzten, die rausgekommen sind. Dann geht es weiter mit etwas, was eigentlich gar nicht Lego ist, oder vielleicht doch, hat sich Rita geschnappt, glaube ich. Genau. Auf Empfehlung unseres guten Freundes Jürgen habe ich mir dieses sieht der Lichtring direkt aus wie ein Puzzle, wie so ein Halo, wie bei den Saturnringen. Habe ich mir dieses Puzzle geschnappt, und ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, aber das sind lauter Minifiguren nämlich in diesem Puzzle, und dann sieht man eben das Classic Space Logo, das geformt wird von lauter Minifiguren, und als Minifigurenfreund ist das ja, denke ich mal, ein Must-Have. Und für den Winter, da braucht man immer was zu tun. Ja, wird sicher sauschwer zum Aufbauen, aber 1000 Teile, und es sind noch ein paar Astronauten aus anderen Serien dabei, die sie da hineingemischt haben. Also mir gefällt es, und wir werden euch das Puzzle sicher mal zeigen, wenn es fertig aufgebaut ist. Dann
Nochmal, habt ihr schon mal gesehen vielleicht, ein kleines E-Scooter-Set. Haben wir nochmal gekauft, genau, weil uns das sehr gut gefällt. Ist wirklich ein netter Aufbau. Die Scooter sind toll, es sind aber leider nur 2 dabei. Und wir haben gesagt, wir möchten gerne nochmal, ich glaube 12,99 hat das Set gekostet. Aber das kann man gerne mal mitnehmen, das ist kein Problem. Aber die Scooter sind halt mega. Ja, sehe ich genauso. Genau, und die Figuren auch. Also das passt perfekt. Richtig. Dann haben wir für Tim, also ich habe ihm ja letztes Mal das Schwert gekauft im City Shop von den Löwenrittern. Ich habe ihm jetzt, er ist zwar noch ein bisschen zu klein, aber ich habe mir gedacht, egal, er bekommt jetzt noch den passenden Schild da dazu, hat auch, ich glaube, 10 Euro oder 12 Euro gekostet, gefällt mir auf jeden Fall sehr gut, weil wir haben alle Jungs und Mädels und teilweise auch Erwachsene im Legoland hier mit diesen Schwertern und allen möglichen Waffen hier herumlaufen sehen. Das hat eine Anziehungskraft, das ist ein Wahnsinn. Deswegen habe ich mir gedacht, wir schlagen da auch zu. Und er hat es zwar noch nicht, er weiß nicht, was das sein soll, läuft immer nur damit herum, aber es sieht ganz lustig aus. Dann haben wir noch ein paar Polybags, die gab es auch im City Shop. Rita verzeiht das Geräusch hier. Das ist übrigens das Polybag, das Tim geschenkt bekommen hat für seinen Bienenstich. Das haben wir jetzt noch ein zweites Mal gekauft, also nicht, dass ihr glaubt, er hat das nicht aufmachen dürfen, aber genau so eins hat er eben geschenkt bekommen damals, um sich zu beruhigen. Die Mitarbeiter sind wirklich sehr, sehr nett gewesen dort. Dann haben wir uns auch das noch geholt, beziehungsweise wurde es schon vorab für uns geholt, denn das war anscheinend relativ schnell weg. Ja, ich habe es im City Shop jedenfalls nicht mehr gesehen, aber bis vor kurzem gab es das. Ja. Bauernhof City. Bauernhof, toll. Auch sehr cool. Speziell die Gießkanne gefällt mir hier sehr, sehr, sehr gut, muss ich sagen. Also das sind schon Top-Polybags, muss ich sagen. Dann haben wir hier einen Zug. Züge gehen natürlich immer. Vielleicht irgendwelche Modellzüge. Ja, ist jetzt leider nicht Minifigurenmaßstab, aber das macht nichts. Nein. Dann haben wir hier ein Friends Polybag. Ich hoffe, ihr könnt das gut sehen. Mit einem kleinen Ständchen. Auch wieder diese süße kleine Figur. Wir werden sie zwar wahrscheinlich nicht nehmen in unserer Stadt, aber gut. Und ein bisschen Geld, ein Handy und sonstiges ist dabei. Also ich finde, das ist von den Einzelteilen her schon ganz super. Jede Menge Krimskrams. Also. Genau. Dann haben wir hier noch ein Super Mario Set mit Yoshi, wo ich mir ja auch die Peach noch holen möchte. Zweimal dasselbe, wenn ich mich nicht täusche. Ja. Und dieses Polybag haben wir uns auch nochmal geholt. Da haben wir ja dieses Polybag auch schon meinem Neffen geschenkt. Jetzt hatten wir keins mehr, deswegen. Nachgeholt. Ja. Dann gab es noch einen kleinen, aber feinen Einkauf aus dem Outlet. Ich muss ganz ehrlich sagen, das Outlet begeistert mich jetzt nicht so wahnsinnig, das Neue. Aber sie haben ein paar coole Duplo-Sets oder Teile besser gesagt dort. Und wir haben für Tim, weil er jetzt immer so auf Lastwegen und Autobusse und alles Mögliche drauf geht, hier diesen Müll- oder Kipplastwagen gekauft. Und da ist etwas ein wenig seltsam dabei. Und ihr seht es vielleicht schon, da stimmt etwas nicht. Was aber für ihn wurscht ist, wir hatten leider kein anderes Teil zur Verfügung. Und sie verkaufen dieses Scharnierteil hier im Outlet-Zelt oder Outlet-Center oder wie es heißt, nicht. Ja. Das heißt, man kann diesen hinteren Teil gar nicht auf den Lastwagen draufgeben, weil er nicht passt. Wir haben das jetzt gefunden, aber es ist nicht das Originalteil. Das ist eigentlich von einem Kran, aber es funktioniert und er hat schon Steine geladen und alles Mögliche. Also wirklich ein nettes Lastwägelchen dort aus dem Outlet. Genau. So, dann geht es jetzt noch weiter mit unserem Einkauf, auf den wahrscheinlich viele von euch warten, aus der Fabrik. Da werden wir euch heute immer wieder ein bisschen was vorbereiten und dann Teile zeigen. Also wir sehen uns jetzt gleich, ich glaube, entweder mit Tieren oder mit Pflanzen. Ich weiß nicht, was ganz oben liegt. Lasst euch überraschen. Wir lassen uns überraschen. Ich muss sagen, so professionell haben wir das noch nie gemacht und ich komme mir ja vor wie bei den Pick-a-Brick-Walls in den Lego-Stores. Also erstens einmal habe ich euch angelogen, denn es sind weder Tiere noch Pflanzenteile. Wir zeigen euch jetzt unsere bedruckten Fliesen und was cool ist, sie haben dieses Jahr wirklich immer wieder, wenn wir hinkommen, neue Teile. Das war letztes Jahr nicht so. Nee. Da war was ausverkauft, war ausverkauft. Jetzt haben sie immer wieder Neues. Es sind nicht alle neu, die wir hier genommen haben, aber viele. Rita zeigt sie euch. Also wir haben die kleinen Donuts uns gegönnt. Kleine Waffeln, die Erdbeeren, die Käsestücke, die ich auch sehr cool finde. Das ist eine Tastatur für Computer oder Laptop oder sonstiges.
Dann haben wir noch verschiedene Bilder, nämlich einerseits, das haben wir euch schon in der Fabrik direkt gezeigt, das Krixi-Kraxi Kinderbild, und dann haben wir noch ein Bild mit im Rahmen quasi mit einem Boot und Mond. Und dann haben wir dieses Teil hier, das wir ja schon öfter in der Stadt haben. Kaffee Corner, ich kann bei dieser Fliese und übrigens auch bei dem Set nicht vorbeigehen. Und das ist hier nur zu Anschauungszwecken. Wir haben natürlich jede Fliese ein paar Mal gekauft. Wir haben hier so kleine Säckchen, wo ein paar drinnen sind pro Stück und pro Art. Und Kaffee Corner, ich glaube, das habe ich jetzt schon zum 4. oder zum 5. Mal gekauft, und das ist eine Fliese, die mir immer wieder gefällt. Christoph ist verliebt. Könnt ihr sie gut sehen, oder ist es ein bisschen überbelichtet? Vielleicht ist es so. Okay. Ich glaube, so ist es ein wenig, auch nicht viel besser. Auf jeden Fall Kaffee Corner, ein Set, was ihr leider nicht als Set, sondern als Fliese jetzt dann öfter noch in Wild City sehen werdet. Bedruckte Fliesen haben wir überhaupt immer sehr gerne in unserer Stadt, und deswegen nehmen wir, Rita steuert meistens gleich zur Vitrine und dann weiter zum bedruckten Fliesenteil, der übrigens rechts hinten ist, und zu den Tieren. Dann gibt es hier noch die großen Baumstammteile und hier auch Hölzer, einerseits so gebogene mit Nägel drinnen, und nur diese bedruckten Hölzer hier, die waren übrigens auch bei diesem Harry Potter Set, bei dem, wie heißt das, die Hütte, die verlassene Hütte, irgendwie so. Dann das Kätzchen mit den Abreißdingern da, und ich glaube, das will Christoph für die Eisenbahn verwenden. Ja, einmal 2 mit diesen strichlierten Mustern. Hat es übrigens auch in weiß-rot gegeben, haben wir aber nicht mitgenommen. Die haben wir letztes Mal schon mitgenommen. Und ganz interessant noch, ich glaube, wir haben das zwar schon gesagt, oder jemand von euch hat das in den Kommentaren geschrieben, dieses Kätzchen hat es jetzt bei irgendeinem City-Set, ich glaube, das war der Bahnhof, also hier, wo die Katze verloren gegangen ist, hat es jetzt als Sticker gegeben, wo die Katze aber gefunden wurde, oder genau umgekehrt, aber auf jeden Fall als Sticker und viel Größe, ich glaube in der doppelt so groß auf jeden Fall. Schöne, schöne Fliesen, die wir da genommen haben, gefallen mir sehr gut. Ja. Mit was es weitergeht, ich weiß es noch nicht, aber lasst euch überraschen. Rita war nicht zufrieden mit meiner Sortierung hier auf dieser gelben Präsentationstafel, aber wir sehen uns jetzt wieder bei Pflanzenteilen. Da haben wir dieses Mal nicht ganz so viel eingekauft. Palmen zum Beispiel haben wir ausgelassen, aber es gibt da jede Menge, da könnt ihr fast bedenkenlos zuschlagen, weil die sind alle toll. Ja, es sind nicht nur Pflanzen, es ist auch eine, nennen wir sie Naturgewalt dabei, aber ansonsten Pflanzen, wirklich tolles Zeug. Rita, präsentieren Sie uns. Diese 3-blättrigen Blätter, wir haben es euch schon gesagt, gibt es bitte jetzt nur mehr aus der Vitrine. Das heißt, ihr müsst einen Mitarbeiter an der Kasse fragen, ob sie euch die rausgeben. Trotzdem gleicher Preis. Es geht nur darum, dass sie einfach separat ausgehändigt werden. Haben wir in beiden Farben genommen. Also da sind jetzt einige draufgegangen für den Park und auch für diverse andere kleine Projekte. Jetzt habe ich da wieder mal zugeschlagen. Dann haben wir, ich wollte noch mal schauen, wir haben nämlich diese Blätter schon zuhauf zu Hause, aber in den anderen Grüntönen. Also das ist jetzt ein sehr dunkles Grün und das haben wir definitiv nicht so oft in der Stadt. Deswegen haben wir diese Blätter auch mitgenommen. Dann haben wir noch diese, die für mich ja immer so Art Palmen oder sowas sein sollen, glaube ich, haben wir mitgenommen in diesem Lime Green und in dem Dunkelgrün. Ich hoffe, man sieht das auf der gelben Platte. Und dann hat Christoph noch diese Viertelbaumstämme mitgenommen, wo ich jetzt oben auch noch die anderen Teile drauf gegeben habe, die wir mitgenommen haben, denn die kann man nicht drauf stecken auf die Platte. Einerseits diese Blumen in Gelb, die wir sehr viel auch in Rosa haben zu Hause. Und dann noch, wie viel sind da drauf? 6 bzw. 3 so wegstehende Dinger für Blumen oder so. Je nachdem. Blumenstängel, ja, ganz genau. Ja, haben wir sehr gerne, mit oder ohne Blumen oben drauf. Die sehen auch so ganz cool aus. Genau, in braun und in grün. Und das Coole bei denen ist, die sind sauleicht. Ihr wisst, in der Fabrik wird ja abgewogen. 100 Gramm kosten dort jetzt 9,99 und da kann man so ein ganzes Säckchen nehmen und die kosten ein paar Euro. Bei den Viertelbaumstämmen, die sind ein bisschen teurer, aber die sind auf Bricklink auch nicht wahnsinnig billig, da die ja nur in diesen Tier-Rescue-Sets vorgekommen sind aus dem letzten Jahr. Und ja, also sonst kann man
man dort wirklich nichts falsch machen. Nehmt euch bitte, wenn ihr dort seid und ihr braucht auch Palmenblätter mit, andere Blätter, alles was sie dort haben. Wir haben nur in letzter Zeit so viel von denen gekauft, dass wir jetzt dieses Mal ein wenig uns gebremst haben, was nur so mittelmäßig funktioniert hat. Sagen. Denn bei den Blättern haben wir wieder gut zugeschlagen. Oh ja. Passt ja. Weiter geht's, glaube ich, mit Ritas Highlight, den Tieren. Schön, dass ihr übrigens noch dabei seid bei unserem Haul-Video, das freut uns sehr. Und Rita, was haben wir denn hier Schönes vor uns? Ich hätte gesagt, wir fangen mal mit den kleinsten an, nämlich mit den Marienkäfern und den Bienen. Vielleicht seht ihr sie so noch besser, dass sie nicht kopfüber fliegt, die arme Biene. Die gefallen uns sehr gut, haben wir auch viele mitgenommen, denn ich finde auf Blumenbäumen und so weiter, das machen sich die echt gut. Dann habe ich hier ein paar Wassertiere. Ich schwenke mal nach vorne, damit ihr auch die Gesichter sehen könnt. Wir haben hier eine Babyschildkröte Friends, eine normale Schildkröte Friends und eine normale Lego-Schildkröte, jetzt wird es ein Durcheinander. Auf jeden Fall nicht Friends, die auch bei den Minifiguren dabei war, Minifiguren-Spezialserien. Dann ein Babydelfin, Christoph lacht über meine Definitionen, super. Ein Babydelfin und ein Babykrokodil, das es hier in der Fabrik eben auch gegeben hat. Krokodil ist super, allein wegen dem Krokodil wollten wir uns fast diese City Adventure oder wie diese Serie heißt, Missions Sets kaufen. Genau. Aber jetzt gibt es die auch in der Fabrik, was total cool ist. Genau. Dann noch einen Stein, den wir so bekommen haben, weil wir im Feriendorf übernachtet haben. Finde ich auch sehr, sehr cool. Also da bitte unbedingt nachfragen bei der Rezeption oder auch bei den netten Mitarbeitern. Manchmal haben sie da einen in der Tasche für die Kids und eigentlich hat den Tim bekommen, aber... Ja, er bekommt ihn auch wieder. Er hat geschlafen, also darf man nicht einschlafen. Dann hier unsere 2 Spezialschafe, die wir bekommen haben. Die haben wir euch noch nicht im Detail gezeigt. Die sind von Jonas und Rebecca. Danke nochmal an euch. Wir freuen uns schon, wenn wir die dann in die Stadt platzieren dürfen. Irgendwo am Bauernhof, glaube ich, kommen die hin. Hat uns sehr, sehr gefreut. Dann haben wir hier auch noch ein normales Schaf mit einem Mäntelchen um. Also wir durften, noch mal kurz zurück, wir durften 2 Schafe signieren, wie echte Stars, und haben dafür 2 Schafe geschenkt bekommen, die wir wiederum von den beiden signieren ließen, die uns die anderen Schafe signieren haben lassen. Kennt ihr euch da jetzt aus? Wahrscheinlich nicht, aber egal. Genau, und falls ihr diese Mäntelchen für die Schafe haben wollt, die müsst ihr extra kaufen. Wir haben jetzt ein paar davon mitgenommen, weil wir gesagt haben, wir möchten, dass irgendjemand am Bauernhof auch die Schafe schert, und dann sind eben manche schon geschert und manche nicht. Oder manche sind den Bauern entkommen und haben sich nicht scheren lassen. Das kann auch sein. Und dann haben wir noch diese 2 Hündchen hier, die mir sehr, sehr gut gefallen haben. Und weder Christoph noch ich wissen, wie die heißen, aber sie gefallen uns sehr, sehr gut. Also falls ihr so einen zu Hause habt oder wisst, wie die heißen, dann sagt es uns. Das sind die mit diesen zotteligen, langen Haaren, aber sehr kleine Hunde. Hoppla. Ja. Genau, also... Wir haben selbst keinen Hund, deswegen wissen wir das nicht, aber ihr wisst es bestimmt. Genau. Ja. Es geht noch weiter mit Tieren. Ja. Nur unsere Platte ist ein bisschen zu klein, bis gleich. Wenn Rita dort vor dieser Vitrine steht, wo sie ja allen voran Tiere haben, dann ist sie immer ein bisschen außer Kontrolle. Deswegen haben wir auch noch jede Menge anderes Tierzeugs hier. Genau. Und teilweise hat sie fast auch ein wenig übertrieben. Wir haben da gerade reingeschaut. Ich glaube, wir haben an die 500 Bienen. Also wir haben auch eine große Stadt. Ach, da kann man nie genug haben. Jetzt kommen wir zu etwas sehr Interessanten hier. Wir haben diese Zebras diesmal mitgenommen. Die sind komplett neu. Da wollten wir uns auch das Friends-Set eigentlich kaufen, das aber relativ teuer ist. Da wäre auch noch eine Giraffe drin, die hätten wir auch noch gerne. Also vielleicht gibt es die auch bald im Fabrikshop. Ja. Zwinker, ist das nicht Zwinker. ein City-Set? Ich weiß es jetzt nicht. City oder Friends? Nein, das ist Friends. Friends, kann ruhig sein, ja. Correct me if Aber I'm ich wrong. habe immer geglaubt, dass das ein verloren geglaubtes City-Set ist. Ich weiß jetzt die Seriennummer nicht, aber wenn ihr es wisst, das Genau. mit der Giraffe auch dabei. Ja. Genau. Und dann haben wir uns noch eine Kuh gegönnt und ein Kalb dazu. Das haben wir auch bei diesem Bauernhof-Set dabei gehabt, aber natürlich, was will man mit einer Kuh und einem Kalb? Da braucht man mehr, deswegen haben wir da auch was mitgenommen. Dann haben wir noch ein Chicken, dieses Mal in Braun hat es die hier gegeben in der Vitrine. Dann haben wir noch eine Babyziege oder Babyschaf.
was auch immer. Und ein Babyschwein, ein Ferkelchen. Genau, und dann kommen wir zu den Kätzchen, den wilderen Kätzchen, nämlich ich glaube, ein Löwenbaby und ein Puma-Baby. Da hat auch Tim sich sofort ein Puma-Baby unter den Nagel gerissen und das haben wir dann zum Glück wieder gefunden. Lag unterm Wohnmobil im Geröll. Er wollte es verstecken, glaube ich. Also wenn ihr dort stehen solltet, wo wir gestanden sind am Campingplatz, kann es sein, dass noch diverse Lego-Teile dort rumfliegen, weil Tim war da auch genauso wie Rita außer Rand und Band. Ja, ich hoffe, dass wir alles gefunden haben. Sonst schaut bitte nochmal nach. Und den Vögelchen auch liebe Grüße sagen. Genau, und dann haben wir uns noch das Hasenset mitgenommen, wo mich speziell dieser braune Hase, der hat es mir angetan. Das ist, glaube ich, so ein großer Feldhase. Die anderen kleinen kennt man eh schon, sind aber auch sehr süß. Also diese kleinen Häschen haben auch was für sich. Dann haben wir noch Eulen, da war ich so mittelmäßig begeistert. Da haben wir jeweils nur ein Set mitgenommen, weil da hat man ja bei Harry Potter, bekommt man ja genug Eulen für sein Geld. Und da ist eine, die so zwinkert. Das finde ich eigentlich recht lustig. Also die helle zwinkert so. Und ihr seht, wir haben uns das zweite Eulenset auch mitgenommen mit den offenen Flügeln. Richtig, ja. Weil wir Eulenfans sind im Generellen. Wir sind Eulenfans, aber eben durch Harry Potter haben wir schon relativ viele Eulen. Ja. Deswegen haben wir da nicht so viele mitgenommen. Ich muss sagen, Tiere sind irgendwie genauso wie Minifiguren, zu denen kommen wir als nächstes. Ja. Essentieller Bestandteil unserer Lego-Anlage, die erwecken dieses Ganze einfach zum Leben. Richtig. Und da kann man sagen, was man will. Tiere sind cool. Deswegen haben wir welche gekauft. Aber nicht nur Tiere sind cool, sondern auch Figuren, zu denen kommen wir jetzt. Bei den Figuren habe ich übrigens auch geglaubt, dass Rita einen, wie sagt man in Deutschland, an der Waffel hat. Lieb gemeint natürlich. Ich liebe weil sie einerseits bei den Tieren extrem übertrieben hat. Ich glaube, wir zeigen euch vielleicht noch nachher das ein oder andere Säckchen, wie groß das ist, mit Bienen und Marienkäfern und so weiter. Das ist unglaublich. Umso zurückhaltender war sie dafür bei den Figuren. Und ich wollte nur Bienchen wir zeigen euch jetzt, was sie da gekauft hat. Und wir haben nur ein Set mit 6 Figuren mitgenommen dieses Mal, was aber vor allen Dingen daran lag, dass es wenig Neues gab. Und falls ihr fragen solltet, momentan leider keine Ritter, weder Oberteile noch Torsos noch Helme, auch keine Schwerter. Jedenfalls zum Zeitpunkt, als wir dort waren, Mitte August hat es da dergleichen gar nichts gegeben. Genau, wir haben vieles mitgenommen, was wir schon haben. Bei diesen Oktan-Oberteilen, ich glaube nicht, dass wir die haben oder auf jeden Fall nicht oft. Deswegen habe ich da gleich 3 mitgenommen und diese 3 Figuren damit ausgestattet. Was ist hier auch noch besonders, die Hosenfarbe finde ich auch noch super. Die haben wir, glaube ich, so auch nicht wirklich oft bei uns in der Stadt. Die sind so in einem Mittelgrün, sowas. Glaube ich, haben wir nicht wirklich oft. Dann habe ich hier auch noch, ihr seht den Elsa-Stern, den habe ich sogar 2-mal mitgenommen und diesen aufblasbaren Hund. Eine Kamera, eine Beatbox in Türkis habe ich noch als Accessoire mitgenommen und eine weiße Gitarre. Ansonsten hier von den Oberteilen nichts Besonderes. Kurze weiße Hosen, ich habe mir gedacht, so Kinderhosen kann man auch immer gut brauchen oder für kleine Leute. Und genau, von den Oberteilen ist hier nichts Besonderes. Was auch noch cool sind, sind die Gesichter hier. Ihr seht richtig, in ihrem Element, ich sage überhaupt nichts mehr. Aber die Figuren dort, ihr wisst, 6 Stück für 12 Euro sind leider ein bisschen teurer geworden. Aber da kann man trotzdem einen ganz guten Deal machen, zumal das ja Teile sind, die man sonst eher weniger bekommt. Genau. Was ich hier bei den Köpfen gemacht habe, ist, dass ich eigentlich nur Figurenköpfe genommen habe, die was irgendwie einen coolen Ausdruck haben. Der hier, der sich, glaube ich, vor irgendwas ekelt oder fürchtet, sein Hinterkopf lächelt so, was ich jetzt nicht so prickelnd finde oder halt für Situationen nicht so cool. Was ich hier auch cool finde, der weint. Ist natürlich traurig, aber gut. Hinten lacht er wie verrückt. Ist auch recht süß, kann man auch vielleicht für irgendeine Situation ganz gut brauchen. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Genau. Und dann haben wir den noch hier, der
super ist, gut grinst. Das könnte irgendein Zahnarztvertreter oder sowas sein. Wer weiß. Der was entweder die Luft anhält oder in irgendeine Trompete reinbläst vielleicht. Der grinst auch hinten. Also ich habe eher immer die coole Seite nach vorne gegeben. Ihr seht das hier. Deswegen auch die Hinterseite oft nicht so interessant. Und diese Figur hier, die hat kein Wendegesicht. Die ist, glaube ich, von der Lego City Serie. Diese Dame mit der großen Brille. Genau. Sehr cool. Ihr seht, Christoph ist schon oben ohne. Ihm wurde so heiß von unserem Einkauf. Ich habe mir die Banderole jetzt mal runtergerissen, weil wir werden ja hier auch von diesen Strahlern angestrahlt und die sind sehr warm mit der Zeit. Weiter geht's mit ein paar Kleinkram, Fliesen, Platten und so Zeugs. Wir haben in Braun einmal Zweierplates genommen, die fehlen uns noch für den Zoo. Dann lieben Gruß an unsere netten Leute, die uns in der Fabrik angesprochen haben. Fliesen einmal 2 und einmal 4 in Reddish Brown, weil wir ja immer wieder gefragt werden wegen dem Gleisbett, ob wir das ob wir das jetzt demnächst mal schön machen. Genau. Ich wurde da sogar darauf angesprochen in der Fabrik. Ich glaube, der liebe Mike war das. Ja, und wir haben dann da auch noch zugeschlagen, also das seht ihr auch demnächst. Dann gab es diese coolen, gecurvten, keine Ahnung, Dreiecksteile, die habe ich mir bei Bob Brickman abgesehen. Der hat die nämlich jetzt bei seinen Palmen und Bäumen und Sträuchern rundherum, dass die so schön eingesäumt sind, hell und dunkelgrau. Die sind auch noch relativ neu. Dann das nächste sehe ich gar nicht, was das sein soll. Ein 1x1er in Dark Tan. Ja, für den Vergnügungspark zum Beispiel oder diverse andere Plätze, wo wir Dark Tan brauchen. Dann haben wir 1x2 Jumper Plates jetzt endlich in Dark Bluish Grey gefunden für unsere Gehsteige. Die brauchen wir auch immer sehr dringend. Wasserfliesen 1x1 in hellblau. Der Traum wird wahr von Rita. Wir haben ein paar Stellen in der Stadt, wo die fehlen. Ja. Jetzt haben wir die endlich bekommen. Und das letzte könnt ihr nicht sehen, weil es ein durchsichtiges Teil ist. Es ist unsichtbar. Das ist so ein Paneelteil, wenn ich mich nicht täusche, in Transparent für zum Beispiel Kassen in Geschäften. Genau, das war irgendwie meine Idee. Kann man natürlich auch für andere Sachen verwenden. Ihr seht es jetzt ein bisschen, hoffe ich. Nachdem wir ja Kassen bauen möchten bei diesem Hochhausturm unten, habe ich mir gedacht, vielleicht können wir die dann hier da fehlen jede Menge. Und eines, was wir jetzt nicht ausräumen, da das viel Arbeit wäre, ich weiß nicht, ob ihr hier hineinsehen könnt, wahrscheinlich nicht, das Licht ist nicht besonders gut. Wir haben hier ein ganzes Säckchen voll 1x1 Plates in allen möglichen erdigen Farben, Olivgrün, Dunkelgrün, Sandgrün, Tan, Rita, das ist eine gute Idee, wenn du das da hinhältst, Medium Nougat. Dann sind hier auch noch ein paar Dark Tan dabei, also alles, was so für Landschaftsgestaltung ist. Die sind einerseits immer bei den Sets als Ersatzteil dabei, nur brauchen wir von denen so viele, dass die uns immer ausgehen. Und so 1x1 Plates und Fliesen sind in der Fabrik sehr, sehr günstig. Das können wir euch sagen. Ja. Rita hat gerade im Off schon gefragt, wer hier denn so viel eingekauft hat. Und ich kann euch die Frage ganz einfach beantworten. Es war sie selbst. Denn die meisten Steine hat sie sich ausgesucht. Dieses Mal, ob ihr es glaubt oder nicht. Diese Frau ist, was andere Frauen oft mit Kleidung oder keine Ahnung Schuhen haben, ist Rita bei Lego-Steinen. Unglaublich, was da über den Ladentisch wandert, wenn diese Frau mehr oder weniger gesagt bekommt, sie soll gut einkaufen. Das lässt sie sich nicht zweimal sagen. Und haben wir hier jetzt alle? Ich glaube auch. 1x2. Und wir sehen auch unsere Einkäufe wieder selbst, was sehr praktisch ist. Aber Rita, du darfst gerne starten, während ich noch eine Position für euch raussuche. Oder vielleicht auch nicht. Ich sag's dann später dazu und wir reichen das noch nach. Okay. Wir haben einen tollen Tipp bekommen für diese Mauersteine in Weiß. Die sollen in der Fabrik auch sehr günstig sein. Hab mir dann gedacht, die habe ich fast nicht gefunden. Die waren nämlich nicht direkt bei den Mauersteinen, sondern um die Ecke, ganz am Boden unten. Schauen aber echt cool aus. Sind also auch in nur sehr wenigen Sets vorgekommen bis jetzt, ja. Da haben wir gleich mitgenommen ein paar. Mal schauen, was wir daraus machen. Vielleicht irgendein Gebäude auffrischen. Dann habe ich diese Teile mit Schnecke dran. Keine Ahnung, wie die heißen, gekauft. Nicht nur in Weiß, sondern auch in Tan, in Dunkelbraun und in Grau. Man weiß nie, für was man das braucht. Ja, und ihr habt es gehört, sie hat die Steine gekauft. Ja? Bezahlt hat natürlich wieder ich, aber gekauft hat sie und auch reingegeben in diese tollen Tütchen.
Dann habe ich diese Teile entdeckt. Ich ignoriere das jetzt mal. Dann habe ich diese Teile entdeckt, die ich speziell in Sandfarben für das Einkaufszentrum oben nehmen möchte. Denn da werden dann diese kleinen Bögen gemacht. Also wenn man die quasi dann so zusammensteckt, dann wird das da so ein netter kleiner Bogen. Ja, das sieht super nett aus. Kleine Arches. Auch. Ja. Genau. Und da gibt's eben Eckteile und gerade Teile. Also da müsst ihr sonst schauen, die sind nämlich in einer Schütte zusammen. Ich glaube, nur bei den Tan-farbenen war das nicht zusammen. Also da aufpassen. Genau. Und da haben wir eben auch wieder gerade und Ecken genommen. Natürlich ein paar weniger Ecken als gerade, aber das ist klar. Und dann haben wir noch hier Mauersteine 1x2 und 1x4 mitgenommen ich glaube, das ist Nougat. Ich glaube auch, ja. Bei der Farbe tun wir uns immer sehr schwer, aber ich glaube auch, dass das ein Medium Nougat sein muss. Genau. Ja. Und dann noch diese Teile hier, die zwar, glaube ich, nicht so billig sind für die Fabrik, aber wir brauchen noch ein paar für den Zoo. Und jetzt haben wir uns gedacht, bevor wir einen Bricklink extra wieder bestellen mit Versandkosten und so weiter und so fort, nehmen wir die einfach gleich hier. Ganz richtig. Und von denen habe ich auch noch eine Handvoll, die sind jetzt irgendwo verschwunden hier. 1x2er Bricks genommen, eben weil wir da beim Zoo noch ein paar brauchen würden. Genau. Und da haben wir uns gedacht, wenn wir jetzt wieder irgendwo bei Bricklink bestellen und jede Menge Versandkosten bezahlen und so weiter. Wir haben ja diesen Einkauf auch mit einem 20% auf den gesamten Einkaufgutschein eingekauft von der Jahreskarte, da war das dann im Rahmen. Ja, ein paar sehr, sehr schöne Bricks bitte ansonsten eher zweimal schauen bei den Preisen, denn die sind dort, weil es ja nach Gewicht berechnet wird, eher teuer, aber bei solchen speziellen Sachen, die sind auf jeden Fall einen genauen Blick wert. Ich sag's euch, tolle Sache. Während Rita hier noch mit ihrer Rutsche kämpft, war klar, dass sie wieder Rutschenteile bestellt. Dieses Mal hat sie die auch in rosa gegeben. Die sind doch mega. Könnte man übrigens auch als Armreif verwenden. Sehen wir also bald eine zweite Rutsche im Schwimmbad. Ich bin sehr gespannt drauf, ihr hoffentlich auch. Also diese Teile hat es gegeben. Und dann kommen wir noch zu ein paar Teilen. Ich kann schon gar nicht mehr reden, weil Rita die meiste Zeit geredet hat. Jetzt kommen endlich Teile, die ich mir ausgesucht habe. Nämlich die gelbe Meine Rutsche. Verehrten Damen und Herren, die Rutsche ist nochmal von Rita natürlich. Wie könnte es anders sein? Ist jetzt bei irgendeinem Friends Spielplatz vorgekommen. Glaube. Die hat sie sich genommen. Dann haben wir Treppen genommen in schwarz und in braun. Die werden auf Bricklink auch immer teurer, habe ich gesehen. Wir brauchen da und dort noch welche. Ich wollte eigentlich auch dunkelgraue, hat es aber leider nicht gegeben. Dann haben wir diese tollen, super tollen Felsen. Mit ihnen diese Edelsteine, die drinnen sind. Auch aus der Vitrine. Ja, also da könnt ihr gerne zuschlagen. Die sind nur bei den Weltraumsets vorgekommen, wenn ich mich nicht täusche. Also das ist auf jeden Fall ein guter Deal. Sie glitzern auch sehr schön. Sieht man jetzt nicht ganz so gut, aber sie glitzern so. Ja, wunderbar, wunderbar. Dann haben wir antike oder alte klassische Straßenlaternen gekauft. Die hat es jetzt auch nach langer Zeit wieder mal gegeben. Genau. Wir bräuchten da noch ein paar weiße für die Innenstadt. Da haben wir jede Menge dieser durchsichtigen Köpfe und auch diese kleinen 2x2, ich nenne sie Satellitenschüsseln haben wir, aber den Masten nicht. Und da haben wir uns auch gedacht, weil es die auch in schwarz gab, nehmen wir auch noch ein paar schwarze Straßenlaternen, vielleicht für den Vergnügungspark. Die könnten dort ganz gut passen, denn dort haben wir noch keine. Genau. Da ist nichts beleuchtet am Abend, ich sag's euch, gruselig. Ja, ob das überhaupt geht. Und dann haben wir noch zwei verschiedene Arten an Supports. Einerseits diese hier, die mag ich ganz gerne, habe ich jetzt in schwarz noch ein paar genommen für vielleicht den Güterbahnhof, würden dort ganz gut passen, weil ja auch der alte Lokschuppen hier mit denen gebaut ist. Und die hier in braun habe ich genommen, was wir sonst irgendwo im Naturbereich irgendwo mal eine Erhöhung brauchen, irgendeine, weiß ich nicht, einen Wasserturm oder... Ja, das ist sehr flexibel. Ich habe da einfach ein paar mitgenommen, weil wir die gefallen haben. Rita platziert jetzt noch die letzten Teile hier für uns, oder besser gesagt für euch. Was ich euch zeigen kann, ein Teil, was man hier nicht auf die Platte bekommt. Diese kleinen Fenster 2x2 gab es jetzt auch in durchsichtig. Die haben wir letztes Mal nur in hellblau bekommen, also blau durchsichtig. Jetzt gab es die auch in überhaupt durchsichtig. Da haben wir welche genommen. Dann haben wir Türen und Türrahmen. Also ihr seht einerseits hell und dunkelgrau, den klassischen Türrahmen. Dann haben wir auch Fenster genommen und die durchsichtigen Türen. Die gab es auch. Da müsst ihr nur aufpassen, weil viele, hier, die ist übrigens gar nicht so gut beisammen, viele von den Teilen sind auch zerkratzt, weil die Leute natürlich alles Mögliche herumschieben und herumwühlen. Also passt da bitte ein bisschen auf. Dann gab es noch diese Fensterpaneele. Das ist auch ein Teil, was ich sehr gerne habe, was ich immer öfters brauche, in der Höhe 2 und in der Höhe 3 durchsichtige Fensterpaneele und, was mich sehr gefreut hat, und ich keine Ahnung, warum sie das haben, ein Bahnübergang-Teil, oder ich nenne es jetzt auf jeden Fall so, kann man natürlich auch für ein Dach verwenden, in hellgrau.
ein Traum. Oder als Schaufel. Ja, mehr als ein Traum. Es passieren seltsame Dinge off-cam. Ich glaube, das nächste Mal schalten wir, hoppla, wir sind übrigens ein bisschen mit Seegang unterwegs hier. Es passieren die seltsamsten Dinge off-cam. Ich glaube, nächstes Mal lassen wir die Kamera wieder eingeschaltet. Rita hat gerade was gefunden. Christoph hat ja gerade gesagt, nein, wir haben nur schwarze und braune Stiegen mitgenommen, weil die dunkelgrauen gab es nicht. Und ich dachte mir so, habe ich davon schon geträumt? Schau ins Sackerl und natürlich haben wir dunkelgraue auch mitgenommen. So lustig. Habe ich wohl übersehen. Entschuldigung dafür. Der Kaufrausch ist das. Ja, also es sieht hier auch dementsprechend aus. Es ist schwierig, hier momentan einen Überblick zu behalten. Gut, dass ihr nicht auf den Boden runter sehen könnt. Es ist alles voller Tüten, alles voller Sets. Es war der absolute Wahnsinn und ganz generell 5 Tage Legoland. Also das hat schon seine Spuren hinterlassen bei uns. Wir waren wirklich gehypt. War super toll, dort alles zu sehen und alles zu erleben. Und natürlich sind wir auch, und das hat es jetzt ein bisschen schwierig gemacht, auch für uns am Anfang. Wir haben mehrere Male auch kleinere Einkäufe dann noch in der Fabrik nachgetätigt, weil Rita wieder drauf gekommen ist, sie braucht von dort und da noch mehr Teile. Jetzt war das alles sehr großer Aufwand hier für uns zu sortieren, aber ihr werdet sehen, in Wild City geht es jetzt stark bergauf. Wir haben wieder jede Menge tolle Teile, die werden wir jetzt dort nach hin transportieren und freuen uns dann auf tolle Stadt-Updates gemeinsam mit euch. Genau. Was wir auch noch Tolles bekommen haben, und das zeigt euch Christoph jetzt noch, ich meinte eigentlich das andere zuerst, aber gut. Lustigerweise, leider sind es nicht wir, gibt es jetzt einen Influencer, ich weiß nicht genau, ob er hat auf jeden Fall ein Buch geschrieben, ob er YouTube macht, ich glaube nicht, ich glaube eher bei Instagram oder so, der Freizeitpark-Traveler. Ja, wir kennen ihn nicht, aber der hat jetzt seine Merchandise-Kollektion auch dort und hat sein Buch dort und wir haben Autogrammkarten von ihm bekommen, was uns sehr freut. Falls ihr ihn kennt, der ist jetzt dort gut vertreten. Genau. Und was uns auch noch sehr gefreut hat, was wir so einfach manchmal bekommen haben, speziell auch, weil wir mit Tim unterwegs waren, also ein Baby-Tipp, einfach mal bei den ganzen Mitarbeitern vorbeigehen, die sind super lieb und man bekommt immer wieder was. Er hat 2 Pickerl bekommen, also Sticker, genau. Und die finde ich einfach mega cool. Ich weiß noch nicht, wo wir die hingeben. Vielleicht auf unsere Lego-Tür außen oder sowas. Die sind einfach echt cool. Ja, gefallen uns auch sehr, sehr gut. Also vielen Dank nochmal dafür. Ja, das war's, liebe Freunde, ob ihr es glauben könnt oder nicht. Wir haben gut eingekauft, jede Menge Geld dort geblieben, dafür jede Menge Steine mit nach Hause genommen. Schreibt uns gerne in die Kommentare, was ihr denn so einkaufen wollt. Ihr könnt natürlich auch eure Fragen posten. Genau. Wir haben von manchen Steinen relativ viel mitgenommen. Das heißt, da können wir schön weiterbauen jetzt in der nächsten Zeit. Und schreibt uns auch sehr gerne, weil wir nicht wissen, wann wir wieder hinkommen, wann es neue Teile gibt in der Fabrik, denn die wechseln das Sortiment jetzt relativ oft. Falls es die Giraffen gibt, Leute, sofort an uns denken. Okay, nicht selbst einkaufen. Natürlich schon auch. Aber ihr zückt zuerst das Handy und schreibt Rita eine Instagram-Nachricht. Ja, am besten ein Foto, dann bin ich ich steige sofort ins Auto und fahre los. Und hole mir ein paar Giraffen. Ja. Genau. In dem Sinn, lasst es euch gut gehen, viel Spaß beim Bauen. Wir werden, wenn ich nicht drauf vergesse, auch den Link von 1000steine.de, wobei der nicht mehr ganz aktuell ist, weil sie ja die Preise um 10% erhöht haben, wieder unten in der Videobeschreibung posten, damit ihr ungefähr ausrechnen könnt, was die Steine so gekostet haben. Wir machen das, weil wir schon öfter gefragt wurden, immer in Kombination auch mit Bricklink. Das heißt, dort könnt ihr nachschauen, wie viel die Steine wiegen. 100 Gramm 9,99 oder 10 Euro dann aufgerundet. Dann könnt ihr euch recht gut ausrechnen, wie viel die Steine dort kosten, abzüglich zum Beispiel 21% Gutschein, wie wir ihn hatten, lohnt sich das dann schon für sehr, sehr viele Steine. Also das können wir euch garantieren. Es sind dort auch immer Profis unterwegs mit ihren Klemmbrettern, die dann die Techniksteine und alles mögliche abgrasen. Da kennen wir uns nicht so aus. Also wir haben sicher auch das eine oder andere Schnäppchen verpasst. Das sind aber die Steine, die wir jetzt dieses Mal mitgenommen haben. Wir sind sehr zufrieden bis jetzt. Werden dann noch zufriedener sein, wenn die Steine dort verbaut sind. Und ja, ihr seht, Rita brennt es schon unter den Fingernägeln. Wir machen uns jetzt dann auf den Weg nach Wild City. Und dort seht ihr dann wieder Neues an Material und hoffentlich seid ihr da dabei. Wir werden jetzt noch ein bisschen zusammenräumen, bevor der kleine Baumeister hier wieder hereinstürmt von seinem Mittagsschläfchen. Das wäre keine gute Idee. Und bringen alles in Sicherheit. Und ich hoffe, das macht ihr auch mit euren guten Steinen. Und wie gesagt, meldet euch, wenn ihr die Giraffen seht. In dem Sinne, macht's es gut. Danke fürs Dabeisein bei unserem Legoland Haul und bis bald. Tschüss.